Hallo, jetzt sprechen wir über das Kuppelhaus, das sich hinter mir befindet. Über seine Nutzung im Winter, denn sehr oft wird gefragt, wie es diesen Winter mit den starken Frösten überstanden hat, als es minus 25, minus 30 Grad waren. Bei uns in Augsteittia gab es stellenweise sogar minus 32 Grad. Jetzt sehen wir, dass Schnee liegt. Eigentlich ist dieser Winter für alle wirklich sehr schneereich. Und das ist kein Geheimnis. Und stellenweise liegt sogar eine 40 Zentimeter dicke Schneeschicht. Und manchmal gibt es so viel Schnee, dass man die Wärmepumpe freischaufeln muss, denn wenn es anfängt zu wehen, bildet sich hier eine solche Schneewehe und sie braucht Luft zum Atmen. Gehen wir jetzt hinein und schauen wir uns an, welche Besonderheiten diesen Winter bei den Kuppelwänden aufgetreten sind. Mit den Kuppelwänden ist alles in Ordnung, es gibt keine Risse, keine Mängel, auch mit dem Dachfenster ist alles in Ordnung. Der dekorative Putz wurde auf die armierte Oberfläche aufgetragen. Wir können einfach noch in die Toilette hineingehen. Der springende Punkt ist jetzt, dass dieses Kuppelhaus nicht einmal ein Fundament hat, und das liegt daran, dass wir experimentieren und es unter verschiedenen Bedingungen testen. Dieser Kuppelbau steht nun schon seit 8 Jahren und es ist alles in Ordnung mit ihm. Da jetzt Schnee liegt und das ein Gewicht darstellt, hält das Kuppelhäuschen diese Belastungen sehr gut aus. Eine andere Sache, wie sieht es mit der Kälte aus? Die Wandstärke dieser Kuppel beträgt nur 15 cm, obwohl sie eigentlich 28 sein sollte. Ja, für ein Wohnhaus sollte die Wandstärke eigentlich so sein, dass sie bei einem Durchmesser von 7 Metern 28 Zentimeter beträgt. Aber wir haben sie halb so dick gemacht, um zu testen, wie schlecht das tatsächlich sein kann. Und wir machen diese Experimente, um zu sehen, damit wir wirklich empfehlen können, dass alles gut sein wird. Der Knackpunkt liegt beim Heizen. Die Wärmepumpe ist Luft-Luft. Im Sommer kühlt sie, im Winter heizt sie. Auch damit ist alles in Ordnung, nur gibt es einen Nachteil. Das bedeutet, sie ist bis minus 25 Grad effizient. Da es diesen Winter sogar minus 30 Grad gab, war es hier etwa 4 Grad kühler, weil jetzt auf 23 Grad eingestellt ist. Also war es ein wenig kühler, als es eigentlich sein sollte. Das hat mich überhaupt nicht erschreckt. Das war völlig zu erwarten und es ist wichtig, genau die Wärmepumpe auszuwählen, die benötigt wird, wenn das Gebäude ständig genutzt wird. Darauf sollte man achten. Viel Erfolg. Ich hoffe, ich habe die Frage beantwortet.